Ja, servus Leute und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Ich bin heute hier in Neuburg an der Donau im Audi Driving Experience Center und ich freue mich wie Schnitzel, denn ich darf euch heute den Audi e-tron S, also die erste Performance-Variante des Audi e-tron, präsentieren. Und was werden wir heute alles machen? Wir gucken uns einmal alles außen zur Optik an, wir werden auch in den Innenraum gehen, wir werden ein kleines Interview zum Thema Motoren, es gibt nämlich 3 Motoren führen, 3 Elektromotoren, 2 an der Hinterachse, 1 an der Vorderachse. Und wir werden natürlich auch fahren und da freue ich mich am meisten drauf, weil ich einen sehr prominenten Chauffeur an meiner Seite haben werde. Falls ihr Bock drauf habt und interessiert seid, wer das ist, bleibt gerne dran. Ihr findet uns auch auf www.derautotester.de, auf Instagram, Facebook, auf YouTube habt ihr uns schon gefunden. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, kommentiert auch gerne, wie ihr das Video fandet und dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Viel Spaß dabei! Als allererstes zur Optik und da freue ich mich wirklich wahnsinnig drauf, weil ich das Auto sehr, sehr schön finde. Vor allem, wie es hier beklebt ist als Halb-R-König. Es kommt leider so nicht zu euch nach Hause, wenn ihr es dann bestellt. Aber ich würde es auf jeden Fall so nehmen, gibt es leider so nicht. Was ist denn besonders an diesem S-Modell? Wir haben hier einmal den achteckigen Single-Frame, der ist bei allen SUVs bei Audi zu sehen. Ist sozusagen das Markenzeichen von denen und hier eben auch beim e-tron S. Wir haben hier ein schwarzes Audi-Logo, was ich sehr edel finde. Hier unten steht es auch nochmal, e-tron. Wenn wir weiter rumgehen, sehen wir hier die Air-Curtains. Die sind hier auch ein bisschen größer als bei der normalen Version. Und wir haben hier ganz schön mächtige Räder. Die Felgen gibt es von 20 bis 22 Zoll. Hier haben wir jetzt 20 Zöller drauf. Was auch e-tron typisch ist, ist dieses orange Logo. Ihr hört schon, da hinten driften gerade die Kollegen schon mit dem e-tron. Also das Auto macht wirklich Spaß, ich freue mich schon aufs Fahren. Genau, orange ist die Elektrifizierungsfarbe von Audi. Das heißt, die zieht sich hier auch durch das ganze Modell wieder. Und wenn wir hier mal drauf drücken, zack, geht die Ladebuchse auf. Hier haben wir eben 2 Ladesteckdosen, die für den normalen Haushaltsgebrauch und die eben für die Starkstromladeflächen. Genau. Wenn wir weiter hier rumgehen, ist was ganz Spannendes, und zwar der digitale Seitenspiegel. Ich habe sowas noch nie gesehen, total verrückt. Wir haben hier vorne eine kleine Kamera drin, die dann in der Autotür quasi projiziert, was man sehen kann. Finde ich total verrückt und ist auch praktisch für den CW-Wert, weil alles, was hier natürlich Platz wegnimmt, ist nachträglich schlecht für den CW-Wert und hier haben wir eben weniger Platz. Wenn wir weiter rumgehen, ist im S-Modell noch der Seitenschweller ein bisschen anders. Und was auch super spannend ist, wir haben hier oben ja die Sportback-Variante. Bei uns auf dem Kanal haben wir euch bis jetzt nur die normalen e-tron präsentiert und hier hat Audi einfach nur das Dach vom A7 drauf gemacht. Das heißt, sonst gibt es keinen großartigen Unterschied. Das Auto ist total identisch bis eben auf dieses Dach. Wenn wir weiter drum herum gehen, schauen wir uns mal das Heck an. Das ist für mich deutlich aggressiver als beim normalen e-tron. Hier haben wir auch nochmal das schwarze Audi-Logo. Auch die Rückleuchter ziehen sich komplett durch das Fahrzeug. Und jetzt lasst uns mal kurz noch in den Kofferraum gucken. Das ist nämlich auch ganz spannend. Das ist ja ein SUV, da brauchen wir auch Platz. Hier haben wir Platz von 615 Liter und wenn wir die Rückbank umklappen, sind wir bei 1660 Liter ungefähr. Aber ich würde mal sagen, machen wir den Bock wieder zu. Es geht ja hier um ein Sportmodell und nicht um den Kofferraum. Gehen wir mal in den Innenraum und schauen uns den an.
Ja, kommen wir zum Innenraum. Wir sitzen ja hier in einem 508 PS starken Monster, also 100 PS mehr als der normale e-tron, 370 kW übrigens. Und ja, woran sieht man, dass wir hier in einem S-Modell sitzen? Na klar, an den ganzen S-Patches. Die haben wir einmal hier am Gangwahlhebel, den haben wir aber auch am Lenkrad und auch in den Sitzen. Gefällt mir persönlich ganz gut und soll man ja auch sehen, dass wir in einem S-Modell sitzen. Was gibt es noch zum Innenraum zu sagen? Für mich ist er wirklich super schön durchdacht und designtechnisch wahnsinnig schön. Warum? Wir haben hier alles in dunklen Farben gehalten, in Silber und in Grau. Und wir wissen alle, Audi ist einfach super gut im Thema Innenraum. Wenn wir uns jetzt mal das Infotainment angucken, haben wir hier in der Mitte ein voll digitales Cockpit. Da können wir beispielsweise die Geschwindigkeit anzeigen lassen, Drehzahl, also alles, was normalerweise dazugehört. Wir haben auch die Möglichkeit, uns die Karte und die Navigation anzeigen zu lassen und auch die rein elektrische Reichweite. Wenn wir hier in der Mittelkonsole gucken, haben wir hier ein Infotainment-System, bei dem wir wie beim normalen e-tron auch alle möglichen Dinge durchspielen können. Also ich spiele das mal kurz mit euch durch. Wir haben hier das Radio, Media, wir haben Telefon, wir haben die Navigation, wir haben Informationen zum Auto und was super spannend ist, ist, dass wir die per Touch verschieden sortieren können. Also wir haben hier so ein kleines Widget-System, in dem man die ganzen Widgets verschieben kann. Ja, und dann würde ich sagen, der Innenraum ist wirklich super klasse, gefällt mir gut. Nicht vergessen, die Sitze sind auch wahnsinnig schön. Die gefallen mir gut, vor allem in dieser Rautensteppung. Das ist mein Geschmack. Ich weiß nicht, wie ihr die findet, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Ja, und sonst gibt es gar nicht so viel zu sagen, außer da nochmal der Blick zu den digitalen Seitenspiegeln. Ich finde die wirklich wahnsinnig spacig und verrückt. Und ich würde sie auf jeden Fall optional dazu nehmen. Einerseits wegen dem CW-Wert und andererseits, weil sie auch einfach wahnsinnig viel hermachen. Ja, und weil es sich hierbei ja um einen Sportback handelt, möchte ich mit euch mal kurz auf die Rückbank springen und gucken, ob man noch genug Platz hat. Vor allem ich mit meinen 1,64 Metern und wie es da hinten aussieht. Kommt mal mit. Also, ihr seht, ich habe natürlich genug Platz nach oben hin, mindestens 2 Fäuste und nach vorne hin genauso. Meine Beine sind ja auch relativ kurz. Aber auch ein großgewachsener Mann hat hier drin genug Platz, weil es wirklich nur 20 mm weniger Platz nach oben gibt als bei dem normalen e-tron. Was haben wir noch hier drin? Wir haben hier vorne eine wirklich coole Anzeige, was die Klimaautomatik angeht. Das heißt, ich kann hier nochmal für jeden Platz selbst die Klimaanlage steuern. Ich habe hier vorne Platz nochmal für die Kinder, vor allem hinten Hefte reinzupacken. Wir haben hier wieder diese schönen Sportledersitze und auch hier hinten die wunderschönen Türen mit dem Alcantara. Ich kann schon sagen, wirklich cooler, guter Innenraum und vor allem auch hinten auf den billigeren Plätzen keine Abstriche. Ja, kommen wir zum wichtigsten Punkt heute, und zwar der Technik bzw. den Motoren. Und dafür habe ich jetzt einen Experten an meine Seite gestellt bekommen, und zwar den Marc. Hallo Marc, danke, dass du da bist. Meine allererste Frage, was steckt hier unter der Karosserie? Ja, beim Audi e-tron S haben wir 3 E-Motoren verbaut. Und da arbeiten wir sehr synergetisch innerhalb unserer e-tron-Plattform. Das heißt, wenn wir uns den e-tron 55 anschauen, dann haben wir den Motor, der bisher an der Hinterachse saß, jetzt einmal an die Vorderachse gesetzt und den Motor, der an der Vorderachse sitzt, sogar zweimal nach hinten. Das heißt, in konkreten Leistungsdaten, wir haben 370 kW, das sind über 500 PS, eine 0 auf 100 Beschleunigung von unter 5 Sekunden und ein Antriebsmoment von nahezu 1000 Newtonmeter, wovon allein 600 Newtonmeter an der Hinterachse sind. Das klingt wirklich krass, also ein ganz schönes Monster, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Was hat es denn mit diesem Electric Torque Vectoring zu tun? Vielleicht kannst du das nochmal genauer erklären. Ja, sehr gerne. Also wie du schon richtig gesagt hast, wir haben dem Auto nicht nur ein Plus an Leistung verpasst, sondern auch ein absolutes Alleinstellungsmerkmal hinsichtlich Fahrdynamik, nämlich das elektrische Torque Vectoring. Was steckt jetzt da dahinter? Ja, elektrisches Torque Vectoring bedeutet nichts anderes als eine radselektive Momentenverteilung. Und am besten kann man sich das vorstellen, wenn man einfach im Kopf mal sich einen Ruderer vorstellt. Das heißt, der Ruderer kann links und rechts gleichermaßen paddeln und seine Muskelkraft verteilen. Oder er kann auf einer Seite mehr oder weniger paddeln und kann dadurch im Rahmen seiner Muskelkraft, denn die erhöht sich nicht, einfach das Boot ein- und ausdrehen lassen. Und genau das ist Torque Vectoring. Okay, klingt wirklich cool. Und wenn ich es richtig verstanden habe, habe ich jetzt nicht mehr die Qual der Wahl zwischen verschiedenen Differentialen, sondern?
Ja, früher mussten wir uns entscheiden, bauen wir ein offenes Differential ein, bauen wir ein Sportdifferential ein, bauen wir eine geregelte Hinterachsquersperre rein. Aber durch den Entfall der mechanischen Kopplung und durch die 2 E-Motoren, wo wir wirklich 2 Rotoren, 2 Statoren, 2 Leistungselektroniken haben, können wir die Räder und damit auch die Momentenverteilung zwischen links und rechts völlig frei machen und können alle 3 Eigenschaften in einem Antriebsstrang darstellen. Das bedeutet, was genau fürs Fahren, wenn ich jetzt nämlich nachher auf die Rennstrecke gehe, was werde ich dann spüren oder sehen oder fühlen? Ja, ich hoffe, du hast sehr viel Fahrspaß, genauso wie wir das hatten, als wir das Fahrzeug entwickelt haben. Da stecken alle Emotionen drin, die ganze Erfahrung an Quattro-Entwicklung, die wir haben. Und du wirst das System in jeder Kurve erleben. Denn das System funktioniert nicht nur hier auf der Rennstrecke, wo du driften kannst, sondern das funktioniert auf Trocken, auf Nass, auf Schnee, auf der Landstraße, in den Alpen, sogar in jedem Kreisverkehr. Es ist super erlebbar. Das klingt wirklich gut, dann sage ich vielen Dank und freue mich schon aufs Fahren. Danke dir. Viel Spaß. Danke. Ja, und zwar geht es jetzt zum Fahren und ich habe hier einen super prominenten Gastfahrer bzw. Chauffeur an meiner Seite. Er wurde Weltmeister im Rallye-Fahren und hat Walter Röhrl, der absoluten Rennlegende, das Fahren beigebracht mit dem Urquattro. Und zwar Stig Blomqvist. Danke, dass du da bist. Hello Stig, nice to meet you. Okay. I'm so happy to drive now with you. Und dann würde ich sagen, los geht's. Dass durch dieses neue Antriebssystem viel mehr Dynamik, Traktion und Agilität vor allem im Kurvenverhalten kommt. Das bedeutet, das Auto fühlt sich viel sportlicher an, ist heckgetriebener und als der normale Quattro und das Driften ist eben super einfach möglich, wie das Stig gerade beweist. Also echt Wahnsinn. And Stig, one question, what is the difference between the Urquattro you had 40 years ago and this e-tron now? Can you explain maybe? Okay, that will take a long time to explain the difference between those two things. But okay, it's now this one I really like as well because it feels like a Quattro again. Okay. And with this power and with the torque vectoring, it's really nice to get the drifting and I see. Ja, also sliding a bit. So it's ja, cool. Because the Quattro for 40 years ago was fantastic then, but okay, now this one is really it's a big change. New step it's a new step in another 4x4 cars. That's in Quattro, that's for sure. So it's. And what makes more fun? The Quattro 40 years ago or this one? No, I think now after being here for a few days, I really start to like this car. Yeah, it really feels fun. Also Audi preist ja an, dass durch dieses Dynamic Torque Vectoring vor allem mehr Agilität, Traktion und ein wirklich verrücktes Kurvenverhalten hier reinkommt. Und das stimmt absolut. Ich habe ja wahnsinnig Spaß mit dem Stick. Auch wenn man draußen steht, es macht wirklich Laune dabei zuzusehen und man merkt gar nicht, dass man hier in einem Elektroauto sitzt. Es fühlt sich total heckgetrieben an, sportlich und macht wirklich Spaß. Also wenn das keinen Spaß macht, weiß ich auch nicht. Wahnsinn! You can't feel the car is that heavy because it's handling so nicely. Yeah, it's really heavy, but the handling seems to be quite good. Ja, also Audi hat ja nicht zu viel versprochen. Das Auto knallt, kann ich euch wirklich sagen.
Ja, das war mein Tag heute hier bei Audi im Audi Drive Experience Center. Ich muss sagen, ich habe wirklich viel Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zusehen. Zum Preis weiß man leider noch nicht so viel. Der normale e-tron beginnt ja unter knapp 80.000 €, bei 79.900 €. Ich schätze mal, der hier wird bei 95.000 € liegen, aber nagelt mich nicht drauf fest, da bin ich noch nicht ganz sicher. Sobald wir das wissen, werdet ihr es erfahren, und zwar bei uns auf allen Kanälen, bei www.derautotester.de, auf Instagram, auf Facebook und auch auf YouTube hier. Abonniert uns da überall. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wie gesagt, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.